Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier in Imola, Italien zur IMSA. Mein lieber Teamkollege Tommy hat sich heute hier spontan mal angemeldet und ich begleite ihn und da wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Ich gucken, dass du da auf dem richtigen Server bist. Also ich bin ja schon 2 Rennen gefahren, allerdings im Nassen. Und so, Moment. Ich bin schon 2 Rennen im Nassen gefahren und? Ja, war halt durchwachsen, ne? Es war halt nass. Das ist im Nassen so üblich, dass es nass ist. So, ich muss mal gucken, ob das hier so richtig funktioniert. Aber du hast bestimmt heute hier NLS-Auftakt verpasst, oder? Ach, war heute... Nee, ich bin heute Motorrad gefahren. Ich sag dir, Falken hat in der letzten Runde den Doppelsieg weggeschmissen. Der Menzel hat zwar gewonnen, aber die Zweitplatzierte, die haben da die haben eine Strafe gekriegt, zurückgefallen und dann in der anderen Klasse auf der Dettinger Höhe der Vierte überholt worden in der letzten Runde und hat er dann, das konnte er nicht aushalten und hat seinen Gegner in der letzten Kurve weggerammt. Ist als erster durchs Ziel gefahren, ne? Der weggerammte Gegner ist als dritter durchs Ziel gefahren und der den Rammstoß verursacht hat, der hat eine Strafe gekriegt, die ihn aber nicht hinter den Typen zurückgeworfen hat, den er gerammt hat. Gibt's doch gar nicht. Ja. Das war alles ein bisschen Heißt, ich merke, ich habe meine Schuhe nicht an. strange irgendwie. Aber bestimmt, Das ist deine ja Schuhe krass, an hast ey, du nicht, das interessiert mich doch nicht. Das sehe ich ja nicht. Das ist dein Bier. Du musst mit dem Geruch leben. So, jetzt habe ich meine Schuhe angezogen. Seit wann hast du eine Brille? Ja, ich habe schon ganz lange Brille. Du hast aber die Brille auf, ja. Die habe ich. Nee, das ist so eine. Hi, erstmal Martin. Guten Abend. Das ist so eine ganz billige, aber die kann leuchten. Guck mal. Die ist zum Basteln, ist die ganz cool. Und ich habe gerade dem Samuel, also habe ich Schuhe angemalt. Und damit ich da nicht. Und inzwischen ist die Qualifikation hier in vollem Gange. Und ja. Okan Kakler, hier der Mann mit der Nummer 1 im LMP2, fast 8000er Rating, wow. Der Martin ist im Chat. Sag mal hallo, Patrick. Hallo Martin, ein ganz herzliches Willkommen. Heute hier auf BTR TV. Leider kann man dein Winken nicht sehen. Das sieht aber alles wirklich schön scharf aus, muss man sagen. Okay. Hast du bisher alles verschwommen gesehen? Ja, sicher. Alter. Wie kannst du dann solche Ergebnisse erzielen? Und die ersten Quali-Zeiten kommen hier rein. Erste Runde schon mal. Die erste Runde ist schon mal solide. Oh, Sechster. Sechster, da kann man drauf aufbauen. Von 7 Fahrern, die bisher eine Runde gezeitet haben. Echt? Ja. Joe Stefano im GTP kommt hier über die Linie. Das kann ja Eiter werden. Pole Position. Ja. 1,28,634. Wow. Okan Kakler ist hier auf Pole Position in der LMP2-Klasse. Mit einer 1,31,381 bisher. Jetzt kommt er nochmal über die Linie. 1,31,216.
Alter, wo ist denn hier gelandet? Ja, und hier im Bild der aktuelle Pole-Sitter in der GT3-Klasse. Oh, ein Lambo hier in der GT3-Klasse auf Pole Position. Leonardo Caglioni, 1,41,916. 10. mittlerweile. Tommy fällt da sukzessive zurück. Die LMP2-Klasse ist aber heute auch die am stärksten verletzte Klasse. Wie gesagt, Okan Kakler, fast 8000er Rating. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wirklich viel trainiert die Tage hier. Auf eine Sekunde habe ich noch rausgeholt. 1,34,09, aktuell P9. Da kann man drauf aufbauen. 9. immer noch, okay. Cole Baker überholt mit der Startnummer 41, also der müsste auf deinem Niveau sein. In Führung Okan Kakler vor Simon Graf und Dove Tapper. Auf P4 Reed Gibson und P5 Patrick Waters. Prototypenklasse vorne Joe Stefano in Führung vor Matteo Algati und Alexander Binder auf P3. Und in der GT3-Klasse haben wir Leonardo Caglioni vor Laurens Ort und Carmelo Martello. So, So, Tommy, da wünsche ich dir mal viel Glück. Alles Gute. gucken wir mal ein bisschen in die Ergebnisse rein hier. Wir haben sie im Bild mal oben eingeblendet. Result. Ach du meine Güte. Oh, Nummer 2, kein Dings gefahren und dann hier etliche, die... Oh. Do we need to pit? Yep. So, der Okan. Boah. 1,31,2. Der ist mal 3 Sekunden schneller als ich. drive, find out. Witzka. Hier so der 2 platziert, das sind so diese... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leonardo Caglioni steht auf Pole in der GT3-Klasse. Und fast das komplette Feld hat sich jetzt hier schon bereit gemacht und jede Minute müsste es dann auch hier losgehen. Heidewitzka. 42, nee, was habe ich gesagt? Wie viele Autos da? Mehr als. Insgesamt haben wir 46 Fahrzeuge am Start. 46 Autos. Ein super Grid heute, da bin ich mal gespannt. Hoffentlich überlebst du das. Da macht sich das Pacecar auch schon auf die Reise. Ich glaube, es ist ein sehr kurzes Rennen hier. Ich glaube, 35 Minuten oder so gehen Sehr die. kurzes Rennen, weil es in der dritten Kurve schon wieder beendet. Ich hoffe es nicht. Nee, das hoffe ich auch nicht. Möge die Macht mit dir sein. Joe Stefano führt das gesamte Feld jetzt Richtung Startlinie. Das Pacecar müsste gleich abbiegen. Oh, das ist aber, ey, das sieht alles ganz schön. Der LMP ist da hinten schon in die Wiese gefahren. Nur noch wenige Augenblicke, dann biegt das Pacecar ab und das Rennen wird freigegeben. Pacecar ist abgebogen. Okay, lass mich mal so ein bisschen hier konzentrieren. Ja. Auf geht's. Joe Stefano gibt hier Gas und da ist die grüne Flagge auch draußen. Das Rennen ist freigegeben. Er hat sofort einen kleinen Vorsprung rausgeholt auf Matteo Algati. Alter. Auf P3 dann Alexander Binder, der Zweite. Das ist ein Arschloch, Und Tommy hat ja schon den ersten Kick vor der Startlinie bekommen. Okan Kakler geht ja auch sofort in Front. Direkt einen größeren Vorsprung und Tommy kämpft hier schon mit Joseph Loake und Cole Baker, die ihn hier beide überholen. Und direkt vor dem Tommy gab es schon die ersten Zwischenfälle. Wir schauen uns jetzt aber erstmal in Ruhe den Start von allen an. Hier sehen wir schon die Spuren im Sand. Meine Güte, Leute. Hier das GT3-Feld, auch alles gut gegangen. Leonardo Caglioni in Front vor Laurens Ort und Carmelo Marcello. Oh, da hat schon die ersten Unfälle. Janko Den Hartog auf 4 und Matteo Schroskowski auf 5. Hier gibt es die nächsten Angriffe. Simon Hansen. Und auch im Hypercar-Feld gibt es Positionskämpfe. Dieser Cole Baker da, der ist ein bisschen auf den Keks gegangen da. Und wir schauen uns jetzt mal schnell den Zwischenfall vom Start an. Der erste Zwischenfall hier direkt nach dem Start. Der ist viel zu spät auf der Bremse. Peter Westergaard, ja. Ja, der geht geradeaus. Und da kommt direkt noch einer durchs Bild gesegelt. Die werden beide noch zusammengekracht da, die zwei. Wir gucken mal, was passiert denn hier? Oh, ach du Scheiße. Oh, ja, der verliert jetzt auch das Auto. Maurizio Miconi. Nee, dieser Joseph Loake, der scheint wohl sehr schnell zu sein, hat Auto Nummer 2.
Tommy liegt hier auf P11 hinter Joseph Loake und vor Cole Baker, den er überholen konnte. Das ist ein stehendes Rad. Okan, der Leader in der LMP2-Klasse, hat schon fast 1,5 Sekunden Vorsprung auf Simon Graf, der auf P2 liegt. Dahinter haben wir dann Reed Gibson und Maurizio Micconi hier im Oh, das hat ja einen Slowdown, wie es aussieht. Hypercar. Walters fällt von hinten auf. Inzwischen liegt Tom sogar wieder auf P10, weil Joe Memles da zurückgefallen ist. Das ist jener Fahrer, mit dem Tom schon vor der Startlinie aneinander geraten ist. Die erste Kurve scheint sich irgendwie noch ein bisschen zu verlieren. How many GTPs is gonna crash into the... Oh, und da haben wir gerade den Rauch noch stehen sehen und wir hören ja auch im Chat die Diskussion. Da gab es den nächsten größeren Zwischenfall. Julian van Shores. Oh. Ui, ach du Scheiße. Julian will außen an Leander vorbei und dann räumen sie sich gegenseitig ab hier. Wer ist das denn? Leander Gabrielsen. Eieieiei. Julian schlägt da rückwärts ein und fährt hier unkontrolliert auf die Strecke zurück. LMP1 stand da. Und da gab es den nächsten Zwischenfall, Tommy sagt gerade. Schauen wir uns dann direkt mal an, hier vorne. Und hier scherbelt es schon wieder. Mate, what is wrong with you? Sorry, man. What the fuck? Julian van Shores noch einmal. Oh, der verliert das Auto. Oh, boah. Der Julian. Ich weiß Der nicht, hat ja gewusst, dass er hinten die ganze Heck fällt wahrscheinlich. Ja, dem fehlt so ein bisschen Anpressdruck hier und beim Rausbeschleunigen. Hinten einmal die ist weggegangen. Boah. Are you faster than GTPs? How Hier vorne Joe Stefano, unser Gesamtleader, kann sich jetzt schon ein bisschen von seinen Gegnern absetzen. Oh, die hauen mir ab da vorne. Da hinten ist ziemlich gleichbleibend, aber nach vorne hauen die mir ab, ey. Nach vorn zu Christian Zielke, der inzwischen von Joseph Lake überholt wurde. Fehlen dem Tommy schon über 2 Sekunden. Oh, Dreck! Oh, Scheiße. Oh, guys, I'm so sorry. I'm so stupid. Oh, dein Auto ist hinüber. Sorry, Oh, man, sorry. Oh, jetzt häufen sich die Unfälle aber enorm und Tommy hier mittendrin. Das müssen wir gleich mal in Ruhe abarbeiten. No chance to catch the car. So, hier haben wir 2 LMP2s. Einmal NASA und einmal... Oh. Simon Hansen und Thorsten Borchardt. Heide Witzka, ey. Das war aber auch keine schöne Aktion. Und hier gleich der nächste Zwischenfall. So, wen haben wir hier? Leander Gabrielsen schießt hier quer durchs Kiesbett. Rejoin des Todes. Ach du meine Güte. Und von hinten kommt Philipp Beck im LMP2 ziemlich schnell angeschossen. Heide Witzka. Boah, da zerstört er den da. Boah, was will... Ja. Scheiße. Tommy eiert hier mit kaputtem Fahrzeug rum. Da ist keine Flügel mehr hinten, ist alles kaputt. You had all the space in the world. Ich weiß nicht, wollen wir uns das nochmal anschauen, der Silbernagel. Zu schnell in Ich hab's die nicht erste gesehen. Kurve. Ich war zu spät auf der Bremse so und hab die Kurve dann nicht zu schnell gekriegt, wieder zu weit raus. Und das hebelt Ausgehebelt, mir ja. aus und da bin ich nur noch Passagier. Und Roller mein erwischt. Hinter... So, und dann geht's hier nur noch. Mach mal so und dann ohne Kommentare. Kegeln. Hier in der LMP2-Klasse alles wie gehabt. Auto fährt wie ein Stück Holz. Okan Kakler fährt vor Simon Graf und Reed Gibson. Auf P4 haben wir dann Dobe Tapper und P5 Patrick Waters. Auf P6 Jordan Pruden und P7 Christian Zielke. Da ist so einiges im Mittelfeld der LMP2-Klasse durcheinander geraten. Oh, ich glaube, das ist gelaufen, ey. Das werden die nicht mehr zusammengezimmert kriegen hier. Und Tom wird jetzt die Box ansteuern müssen. Normalerweise müssten sie hier nur hinten als Eckteil drauf pflanzen. Alter, weißt du bitte, die ganze Aufhängung scheint kaputt. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. So, was haben wir hier? Markus Hoff. So Hoff. Oh, dem passiert dasselbe. Was hat der da? Tampon? Was steht da an der Seite dran? Tam. Ach so. Eine Runde Kiesbett und weiter 6 geht's. Minuten. Ja. Oh. Und oben schön zu sehen, die Boxengasse hier ist reichlich gefüllt, da stehen schon so einige. And why it was 270? Und wir hatten noch einen Zwischenfall hier im LMP2-Feld, den wir uns direkt mal anschauen. Was ist das denn hier? Das ist ein versuchter Angriff Der Josef Lake. von P7 auf P6. Ja, da versucht sie eine Divebomb, aber
Der Vordermann, der schmeißt sowas von die Tür zu. Was nix. An seinem Gegner abgeprallt. Legen heute Ja, aber das einige ist eine so. ziemlich robuste Fahrweise an den Tag, muss man sagen. Gucken wir mal. Oh, Hier vorne alles beim Ach, alten so. Joe Stefano, jetzt allerdings vor Alexander Binder auf P2 und Martin Fliehen auf P3, David Janssen 4 und Braume Esmeraldas auf 5. Du weißt, Boah. normalerweise sind die Pinkstein ohne Boxenstopp, ne? I had time for one race today, shit happens. Oh. Boah, ich hab hier, wie viel hab ich denn aus dem Rennen genommen? Oh nein. Miguel Fechado liegt auf 6, Sebastian Franz auf 7 und Matteo den Algati ersten. ist bis auf P8 zurückgefallen. Zweiten. Mike Gottrup P9 und Peter Den Westergaard dritten, auf den 10. vierten. Auf 11 haben wir dann Maurizio Micconi. So viele Unfälle hier in der Anfangsphase des Rennens, dass wir uns jetzt erstmal in Ruhe einen Überblick verschaffen müssen. Leonardo Caglioni führt hier die GT3-Klasse an, inzwischen mit 2,6 Sekunden Vorsprung auf Laurenz Ort und auf P3 immer noch Carmelo Martello, P4 jetzt Janko Hartog und auf P5 haben wir Ales Pleva. Der nächste Zwischenfall, den wir nachreichen müssen. So, dann haben wir hier Alexander Binder. Und Matteo Algati. Wow. Schönes Rot, muss ich sagen. Das gefällt mir. Drittplatzierter gegen Zweitplatzierter. Irre, oder? Boah, da gibt er dem eine hinten rauf. Aber der dreht sich aber auch sehr unnatürlich weg, ne? Oder? Schau mal. Und das erklärt natürlich jetzt im Nachhinein, warum Matteo so weit zurückgefallen ist. Ich hab dir gesagt, dass sie ein Bier von mir kriegen. Scheiße. Und hier im BMW mit der Startnummer 9 haben wir Daniel Morfheimer im Bild. Virtuelles. Ja. Gibt ein virtuelles Bild noch. Oh Gott. Ich hab das halbe LMP2-Feld aus dem Verkehr. Joe Stefano ist da schon fleißig am Überrunden. Jetzt kommt die interessante Phase. Alexander Binder nicht weit hinten dran und Martin Kellon kann da auch noch Schritt halten. David Janssen schon 1,2 Sekunden weg. Hoffen wir mal, dass die Jungs hier sich erstmal alle beruhigen. Denn wir haben hier nach 5,5 Runden schon mehr als genug Schrott in der Box stehen. Oh, Silbernagel, ey, da hast du mal einen gemacht, ey. Das GT3-Feld zieht sich jetzt schon ein bisschen auseinander. Bom, Passiert bom, sogar Champions wie dir. Bom, bom. Scheiße. Aber die Boxengasse füllt sich so langsam. Du bist halt guter Gesellschaft. Und irgendwie scheinen die Zwischenfälle heute nicht abzureißen. Wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Ja, vielleicht war das Sonnenscheiß. Scheiß Idee mit der Brille. Oh. Oh nein, oh nein, der stellt sich auch scheiße hin. Uiuiui. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. William Chandler. Mit seinem schönen Audi hier. Das hätte ein schönes Rennen werden können. Mann, 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 ey. Wenn der Hund nie gekackt, hätte er den Hasen noch gekriegt. Okan Kakler, der Leader in der LMP2-Klasse, kann seinen Vorsprung Zehntel für Zehntel ausbauen auf Simon Graf. Gucken wir mal, wen haben wir denn Der hier? da noch halbwegs mithalten kann. Reed Gibson fällt ja schon ein Stück mehr ab und auch auf P4 Dove Tapper hat er schon einen größeren Rückstand. So, der Cole Baker. Patrick Waters auf P5, auch schon 2 Sekunden hinter seinem Gegner. Dahinter haben wir dann auf 6 Jordan Wooten und auf 7 Christian Zielke, Joe Ingles. die hier gleich Daniel Morfei überrunden. Der auf Dann P11 in der GT3-Klasse liegt, war auch schon an der Box, wie wir gerade hier in der Einblendung sehen. Julio Alvarez. Hinterm Christian zur P8 in der LMP2-Klasse, schon über 3 Sekunden Abstand, wie wir hier sehen. Aber auch Joseph Lake hat inzwischen über 6 Sekunden Vorsprung auf seinen Gegner, auf Julio Alvarez hier auf P9. Julio Alvarez liegt hier aber noch auf P9. Julio scheint da den Unfall noch am besten von allen überstanden zu haben. Ja, der fährt noch, wie es aussieht. Denn der hat auch konkurrenzfähige Rundenzeiten hier. Überrundet gerade hier Markus Hoff im Audi, der am Anfang ja auch schon einen Zwischenfall hatte. Direkt dahinter Michael Gariglia auf P10 in der LMP2-Wertung. Cole Baker fährt auch. Thorsten Borschert liegt auf P11. Wir haben ihn hier mal im Bild. Den hat's, Cole glaub ich, Baker auch. auf P12. Ja, der ist eine Sekunde zu langsam. Warte mal. Joe Mimles, der steht in der... Und der Jose ist, glaube ich, raus, oder? Da hat Tommy bei seinem Unfall so einige Opfer mitgenommen. Er steht immer noch zum Reparieren an der Box. Das kann sein. Wir befinden uns gerade in Runde 7 von 22. Was? This guy car is not normal or is it me?
Wie viele Minuten hast du noch? This guy car is absolutely not normal, or is it me? Hä? OK&K Leader in der LMP2-Klasse fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen, kann sich aber nicht entscheiden von Simon Graf absetzen. Der bleibt immer so im Bereich von einer Sekunde. Reed Gibson auf P3 fällt da immer mehr zurück. Ja, du hast hinten noch kein Heckflügel dran, du musst noch ein bisschen. Knapp 2 Minuten muss Tommy noch an der Box absetzen. Und da hoffen wir mal, dass er wenigstens den Rest des Rennens zu Ende fahren kann. Okan überrundet hier kompromisslos. Haben wir hier einen Dreikampf in der GT3-Klasse. Michel Devaux, Bartholomew Galecki und Wendel van Hevele. Die Plätze 5, 6 und 7. Nach vorn zu P4, zu Janko den Hartog fehlen den Jungs schon fast 5 Sekunden. Aber auch nach hinten genug Luft. Schon gerade ist er auf P8 3,4 Sekunden weg von den Jungs. Ja. Der erste geht ja schon an die Box, Michael Devaux. Jose war auch, der hat auch gequittet. Er hatte kein Rad mehr vorne. Und Tommy analysiert immer noch seinen Zwischenfall. Da hat er so einige Jungs mit ins Aus gerissen. Oh, Jose ist rausgefahren, wie es aussieht. Ne, der Joe meine ich. Joe Memles, einer von Tommys Opfern, ist da wieder aus der Box gefahren. Joe Memles ist unterwegs hier, ja. Und Joe hat ja auch gleich den nächsten Ausritt durchs Kiesbett. Von hinten drückt der nächste Simon Graf auf P2, auf P14. Wird hier aufgehalten. Peter, do you have a problem? In your Hält hier gerade den Führenden auf. Und Simon verliert einen Haufen Zeit. Yeah, my problem is talent. Schade, Okan kann sich da davon machen. Unlucky, mate. Und Leander Gabrielsen nimmt das Rennen nach einem Reparaturstopp auch wieder auf. Was denn? Der 11. platzierte LMP1 hat Probleme. Lässt in den Kurven den erstplatzierten LMP2 vorbei und überholt ihn auf der Geraden dann wieder. Und der fragt dann, ist das hier jetzt dein Ernst? Reed Gibson hier, P3 in der LMP2-Klasse. Überrundet gerade das Spitzenfeld der GT3s. Muss mal gucken, dieser Peter Westergaard, der hat irgendwie Probleme. Und Okan, unser Leader in der LMP2-Klasse, überrundet jetzt den Führenden der GT3-Klasse Leonardo Caglioni. Vorbei und hat ein bisschen Vorsprung, aber merkwürdig. Und Simon Graf auf P2 konnte den Rückstand wieder auf 1,4 Sekunden verkleinern. Da ist er wieder dran. Gar nicht so einfach, in dem Gewusel hier den Überblick zu behalten. Okay, Auto scheint erstmal zu fahren. Ja, das sieht doch wieder heiler aus. Da ist hinten Heckflügel alles wieder dran. Und Tommy ist jetzt auch wieder unterwegs auf P15 in seiner Klasse. Hier mal die Plätze 8 und 9 in der LMP2-Klasse. Julio Alvarez und Michael Guaricla. Nach vorn zu P7 zu Joseph Loake fehlen den Jungs allerdings schon fast 14 Sekunden. Während hier Bartholomew Galecki und Wendel van Hevele um die Position in der GT3-Klasse kämpfen. Nach vorn zum Podium fehlen den Jungs auch schon 16 Sekunden. Unser GT3-Leader Leonardo Caglioni konnte sich jetzt schon über 4 Sekunden vom Rest absetzen. Und noch ein. Und da gibt es den nächsten kleinen Ausritt. Miguel Pechado kürzt da mal die Strecke ab. P11 in der Hypercar-Klasse. Und jetzt sehen wir hier auch mal optisch den Abstand. Laurens van Oort auf P2 und Carmelo Martello auf P3. Wobei Laurens und Carmelo immer noch relativ dicht beieinander sind. Hier zurzeit P1 in der Hypercar-Klasse. Sebastian Franz vor Jaume Esmeraldas. Und auf P3 Matteo Algadi. Die Jungs waren alle noch nicht an der Box. Aktuell Maurizio Mecconi auf P4 und Mike Gottrup auf P5. Halbzeit. Hier haben wir Maurizio mal im Bild. Aktuell P4 in der Hypercar-Klasse. Nach vorn 5 Sekunden Platz und nach hinten 6 Sekunden zum Mike Gottrup, den wir hier im Bild haben. Dann haben wir hier Joe Stefano, der ehemalige Leader nach Boxenstopp, auf P6 wieder rausgekommen und hinter ihm Peter Westergaard war auch noch nicht an der Box. Hatte am Anfang mal einen oder anderen Zwischenfall. Dann haben wir hier David Jansen
Und mittendrin im Hypercar-Feld Okan Kakler, der Leader in der LMP2-Klasse. Und während Patrick Waters und Joseph Loake hier um P5 in der LMP2-Klasse kämpfen, Joseph konnte sich da auch durchsetzen, hatten wir wieder einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. So, Jordan Pruden. Eieieiei, da. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist der Joe hier. Er ist ja überrundet. Der ist 14. und der ist 6. Ja, gut, der hätte mal ein bisschen Piano machen können, ne? Hat er nicht nach. Aber der wird wohl die Hut übergekommen sein. Ich glaube, über die Hälfte vom LMP1 war schon mal an der Box. Okay. Markus Hoff wird hier überrundet von Simon Graf und direkt dahinter kommt auch Reed Gibson, der seinen Rückstand zum Simon komplett zufahren konnte. Und auch Okan ist dann noch in Reichweite. Vielleicht gibt es hier nochmal einen richtig tollen Kampf um die Podestplätze oder um den Sieg vielleicht sogar. Oh, Lambo führt, Patrick. Ja, 2 Lambos. Habe ich dir vorhin schon gesagt, ja. Leonardo Caglioni führt vor Laurenz Ort. Leonardo hat hier einen beruhigenden Vorsprung von über 4 Sekunden auf seinen Gegner. Am besten du räumst ihn jetzt noch ab. Dann hast du heute ein richtig schönes Rennen. Ja. Ich versuche mal hier das zu vermeiden. Wenigstens ist uns nach dem verkorksten Rennen heute der Humor nicht abhanden gekommen. Hier haben wir mal Christian Zielke im Bild. Er liegt inzwischen auf P10 in der LMP2-Klasse. Hinter ihm Cole Baker, 4,5 Sekunden weg. Aber ich muss sagen, so, das habe ich echt noch nie geschafft, so viele Leute zu töten. Also das nächste Mal ohne Brille. Ja, aber das... Jean Grad wird hier überrundet von Maurizio Micconi, der inzwischen auf P1 in der Hypercar-Klasse liegt und wahrscheinlich noch nicht an der Box zu seinem Boxenstopp war. Da müssen wir dann erstmal warten, bis alle an der Box waren, um ein genaues Bild der einzelnen Zwischenstände zu erhalten. Joe Stefano wird der Boxenstopp bereinigt immer noch weit in Front liegen. Da ist der Alvarez in der Box, aber die müssen, glaube ich, tanken, ganz normal, ne? Ich habe so auch den Eindruck, weil nämlich der 4. plötzlich weg ist, ja. Hier im IMSA-Rennen gibt es einen obligatorischen Pflichtboxenstopp, den jeder zu absolvieren hat. Deswegen werden so einige jetzt an die Box abgebogen sein. Das ist ja auch ein strategisches Mittel, was man einsetzen kann. Unser Tommy hat ja seinen Boxenstopp heute ausgiebig zelebriert. Und hier sehen wir jetzt die Plätze 1, 2 und 3 in der LMP2-Klasse ganz dicht beisammen. Und die Jungs müssen hier auch noch in die Boxengasse zu ihrem obligatorischen Boxenstopp abbiegen. Mal sehen, wer seinen Boxenstopp hier als erster absitzt. Und kaum haben wir es gesagt, biegt Okan, unser Leader, auch schon als erster ab. Der führende LMP1 ist aber jetzt, LMP2 ist jetzt auch in die Box abgebogen zum Tanken. Ja, die tanken jetzt. Hast du wenigstens gleich getankt oder musst du auch noch mal rein? Nee, ich muss nicht mal rein. Du hast so lange gestanden, der reicht der Tank, oder? Für 11 Runden habe ich noch. Weiß nicht, wie lange geht das Rennen noch? 11 Minuten. Das reicht, dicke. Und auch die GT3-Klasse muss noch an die Box kommen. Hier haben wir Leonardo Caglioni im Bild, unseren Leader. Immer noch ungefähr 4 Sekunden Vorsprung auf Laurenz Ort und Carmelo Martello. Aber der 14. ist weit weg, oder? Keine Chance zu kriegen, denke ich. Da hier im Rennen noch irgendjemanden einzuholen, ist ziemlich aussichtslos. Tommy liegt insgesamt 6 Runden zurück. Und auch auf P15 vor ihm, Joe Memles, hat er mindestens eine Runde Vorsprung auf den Tom. Zu Ende fahren und hoffen, dass der ein oder andere noch ausfällt. Mehr können wir heute, glaube ich, nicht mehr tun. Ein ganzes Stück über der Hälfte haben wir auch schon geschafft, also ist es nicht mehr ganz so weit bis ins Ziel. Nee. Er ist eine Runde vor dir. Ja.
Der Joe Memles, der hat auch, glaube ich, in deinen Unfall mitverwickelt. Ja, Joe ist auch der Fahrer, mit dem Tommy kurz vorm Start schon mal aneinander geraten ist. Macht hier keine Gefangenen. Und Okan Kakler, der ehemalige Leader, ist jetzt auf P6 wieder aus der Box gekommen. Dafür geht jetzt Simon Graf seinen obligatorischen Boxenstopp machen. Und auch Joseph Loake, der auf P4 in der LMP2-Klasse lag, steht jetzt an der Box, um seinen Boxenstopp zu absolvieren. Aus dem GT3-Feld waren noch nicht so viele an der Box, die zögern alle ihren Boxenstopp ein Stück raus. Auch Leonardo Caglioni, unser Leader, und sein Verfolger Laurens Ort. Carmelo Martello ist jetzt ein Stück zurückgefallen, den wir hier im Bild haben, im schwarz-roten Porsche. In der Hypercar-Klasse hat Joe Stefano die Führung wieder übernommen vor David Jansen und Alexander Binder auf P3. Da gab es auch in der Zwischenzeit mal wieder einen Vorfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Oh, eine Ferrari. Bartolomei Galecki. Kriegt von hinten eine. Nicht von hinten, ja, von den LMDHs hier. Das Heckteil fällt ab und auf wundersame Weise klatscht wieder ran. Ah, das ist auf Platz 4 fährt der, ne? Vierter gegen Dritter. Und da ist Alexander Binder auch schon Richtung Boxengasse abgebogen. Seinen Platz übernimmt jetzt Sebastian Franz. Auch hier Reed Gibson und Bartolomei Galecki kommen jetzt hier an die Box. Wir befinden uns jetzt hier im letzten Drittel des Rennens und da wird der ganze Rest jetzt so langsam in die Box kommen. Wir sehen es hier, auch Joan Grad und Dove Tapper, die ihren Boxenstopp absolvieren. Laurens Ort war noch nicht an der Box und auch Carmelo Martello ist noch draußen. Ich denke mal, die Jungs werden dann in der nächsten Runde an die Box kommen. Denn so langsam wird den Jungs jetzt hier auch der Sprit ausgehen. Wir haben alle nur eine begrenzte Menge Sprit an Bord. Reed Gibson kommt jetzt hier aus der Box und von hinten kommt Okan Kakler angeschossen. War ein bisschen divebombig. Und geht da auch hier sofort wieder in Front. Reed versucht dann nochmal gegenzuhalten, kurze Berührung. Aber Okan hat da die besseren Reifen. Und auch Simon Graf kommt da von hinten angeschossen. Muss sich aber jetzt hier nochmal auf P3 einreihen. Schauen wir mal, ob Reed den Platz halten kann. Ein mega spannender Dreikampf um den Sieg hier in der LMP2-Klasse. Wahnsinn. Die Plätze 1, 2 und 3 getrennt durch 0,6 Sekunden. Und weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Wir befinden uns in Runde 18 von geschätzten 22, die die LMP2-Klasse absolvieren muss. Weil der 5 Platzierte da abgeht, Ich glaube, ich habe das Auto, das kann noch mehr als ich. Vor Tommy Jordan Bruden auf P5 kann sich da schnell vom Tom absetzen. Ich schätze mal, da wird es ein paar Folgebeschädigungen an Toms Auto geben. Das ist kein LMP1 da vorne, ne? Reed Gibson hier in der LMP2-Klasse kann sich weiterhin auf P2 behaupten. Allerdings haut Okan schon ein bisschen ab. Und hier vorne in der Hypercar-Klasse führt Joe Stefano vor David Jansen und Martin Filon auf P3. Hier sind auch die Abstände relativ klar. Zu Sebastian Franz auf P4 schon eine Distanz von über 10 Sekunden. Wir haben Sebastian hier mal im Bild. Und dann der letzte in den Top 5, Miguel Fechado, nochmal ungefähr 1,5 Sekunden weg. Die Hypercars befinden sich in Runde 19 von 23. Und auch hier in der GT3-Klasse nach bereinigtem Boxenstopp alles beim alten Leonardo Caglioni vor Laurens Ort und Carmelo Martello. Daniel Morfay hat sich inzwischen auf P4 nach vorn geschlichen. Und auch hier in der GT3-Klasse sind die Abstände relativ klar und die Position bezogen. Hier mal ein Blick ins Mittelfeld der Hypercar-Klasse. Matteo Algati, Jaume Esmeraldas und Alexander Binder, die Plätze 7, 8 und 9. Vor den Jungs hier Maurizio Micconi auf P6, 3,5 Sekunden Abstand zu den Top 5 Plätzen. Fährt hier relativ einsam auf einem sicheren 6. Platz. Und nachdem es hier am Anfang des Rennens an jeder Ecke geknallt und gekracht hat und sich die Jungs hier gegenseitig abgeschossen haben,
hat sich das Ganze im Laufe des Rennens etwas beruhigt, auch wenn es dazwischen ab und zu den einen oder anderen Zwischenfall gab. Oh, da haben sich GT3s irgendwie bekäbbelt. Wir sehen da noch den Marlboro Porsche durch die Botanik hoppeln, Janko den Hardtop. Janko Hardtop. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Eben haben wir noch drüber gesprochen, dass sich das Rennen jetzt hier erstmal ein bisschen beruhigt hat. Ja, Oh, hier, der Tinder, das passt nicht, Freunde! Die hatten ein Date. Sie hat ein Date. Ja, wahrscheinlich. Also der Mateusz Rotzkowski, oder wie heißt er? Rotzkowski, genau. Und der andere ist der Janko den Hartog. Janko Ja, und Matthäus waren sich hier nicht einig. Ja. Das war kein harmonisches Date hier. Und hier haben wir jetzt Matthäus mal im Bild, ist jetzt auf P8 zurückgefallen. Hinter ihm Michael Devaux, werden jetzt überrundet vom Gesamtleader Joe Stefano, der hier 1 Sekunde Vorsprung auf seinen Gegner, auf David Jansen hat. Macht das hier absolut klasse. Wenn ich mir diesen Christian Zielke da angucke, ey, das ist schon krass, wie schnell der ist. Geschätzte 2,5 Runden sind hier noch zu gehen, also befinden wir uns jetzt gerade in der Endphase des Rennens. Tommy kämpft sich da tapfer bis zur Ziellinie. Und Christian auf P6 überrundet jetzt hier Simon Hansen. Nach vorn fehlen ihm über 2 Sekunden zu den Top 5. Hier haben wir Jordan Bodenmar im Bild, P5 in der LMP2-Wertung. Ihm fehlen auch nach vorn zu Dove Tapper, der auf P4 liegt, schon weit über 8 Sekunden. Hier haben wir Dove Tapper mal im Bild, direkt vor ihm Joe Memles, der heute schon den einen oder anderen Zwischenfall hatte und überrundet ist. Und ganz hier vorn, Okan Kakler kann sich jetzt merklich von Reed Gibson absetzen, der immer noch vor Simon Graf liegt. Wir haben die beiden hier mal im Bild, kämpfen immer noch um die 2. Position in der LMP2-Wertung. Der heißeste Kampf hier im Feld gegen Ende des Rennens. Reed kämpft da und Simon drückt von hinten. Da bin ich mal gespannt, ob Reed das bis ins Ziel halten kann. Wird schwer werden. Ich schätze mal noch 2 Runden, dann wird ein Leiden ein Ende haben. Wie bitte? Ich schätze mal noch 2 Runden, dann wird ein Leiden ein Ende haben. Oh, ich leide gar nicht so dolle. Ich habe jetzt hier mit dem Simon habe ich ein schönes Rennen. Joe Stefano, der Gesamtleader, der ein Stück hinterm Tommy liegt, wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Allerdings liegt er, glaube ich, 4 Runden vor dir. Nur? Oh, ja. Ach, die hole ich wieder auf. Hallo. So einige Fahrzeuge haben das Rennen heute nicht überlebt und stehen in der Box. Unser GT3-Leader Leonardo Caglioni, inzwischen 7 Sekunden Vorsprung auf Laurenz Ort. Da haben wir heute wahrscheinlich einen Lamborghini Doppelsieg. Wow. Ah! Was bremst der so früh? Und während Tommy hier nochmal ein bisschen Spaß mit Simon Hansen hat, der jetzt hier besonders vorsichtig macht, hatten wir noch einen Zwischenfall. Der fährt Rundenzeiten, die sind die Sekunde langsamer wie deine. Ja. Danke, Simon. Die Jungs befinden sich mittlerweile alle in ihrer letzten Runde. Die weiße Flagge ist draußen, außer Tommy wahrscheinlich, der kurz vorm Leader liegt. Hier haben wir Joe Stefano mal im Bild. Ich weiß gar nicht, ob das ein Deutscher ist. Ich habe das einfach mal auf Deutsch. Hansen, das klingt eher nach Dänemark oder Schweden. Hansen ist eher Dänemark. Und wir reichen nochmal schnell den Zwischenfall von eben nach. Oh, dem Joe ist dieselbe Scheiße auch passiert wie mir. Oh. Ja. Ach, deshalb hat er so rumgeschimpft irgendwie, dass das Auto kacke ist. Und hier jetzt die letzten Meter für Joe Stefano auf seiner Triumphfahrt. Ein wohlverdienter Sieg. Tommy hier auf P15, muss da noch eine Runde gehen. Der Führende kommt hinter dir an. Die letzten Meter für Joe Stefano, ganz herzlicher Glückwunsch, ein grandioser Sieg, super gemacht. Maybe not top 5, but you were up there. What happened? Yeah, I was trying to get like you go for a second hold. Ein Top-Rennen von Joe. Oh damn, that's Muss noch eine Runde fahren. Ja.
Auf P2 haben wir dann David Jansen aus Deutschland und auf Yeah, no idea. P3 Martin Filion, ebenfalls Kanadier wie Joe Stefano. Und hier kommt jetzt die LMP2-Klasse. Leonardo ist da auch noch unterwegs. Unser Leader in der GT3-Klasse. Klassischer Start- und Zielsieg. Leonardo räumt hier komplett ab. Und er hat auch noch die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Aber der Lambo ist nicht mehr Erster. Was passiert? Er ist Erster. We are race, please, shut up. Thank you. Ja, dann ist der Laurens. Ach so, ich dachte, das war Sind der. noch unterwegs alle? Tommy ist da ein bisschen durcheinander gekommen. Es sind 2 Lambos in Front. Ich bin gerade an einem Lambo vorbeigefahren. Der sah aus wie der, wo ich dachte, das ist der Erste. Aber offensichtlich sehen die beide so aus. Und hier kommt der Sieger in der LMP2-Klasse um die Ecke, Okan Kaklar, vor Ried Gibson und Simon Graf. Ganz herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und Ried konnte seinen 3. Platz vor Simon Graf halten. Hat er taktisch klug gemacht. Jetzt kommt hier Leonardo Caglioni um die Ecke, der Leader der GT3-Klasse. Ich habe gedacht, das geht noch länger hier. Ich dachte, ihr geht jetzt ja erst in die letzte Runde. Das ist, ich hab schon weiß. Als du gesagt hast, der Führende ist hinter dir, dann ist der quasi über Startziel gefahren. Und auch dir Glückwunsch. Ja. Oh, 15. Und da hat es auch unser Tommy überstanden. Ei. 15. Platz, naja, das buchen wir unter Erfahrung ab. Carmelo Martello war schon. Und da kommen auch so langsam die letzten ins Ziel. Die ersten beiden von der GT3-Klasse, die mussten eine Runde länger fahren. Hier nochmal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an alle Podium-Finisher, die dieses verrückte Rennen hier überlebt haben. Die Ergebnisse der einzelnen Klassen haben wir oben auch mal eingeblendet. Ja, das war ja mal nicht so von Erfolg gekrönt. Was sagt er? You already hit me in the first turn? Und so wie es aussieht, gehen die Diskussionen hier nach Rennende weiter. Was sagt er in the first turn? Bleibt 0? Was sagt er? Da hast du eigentlich schon vorm Start angefangen rumzusteckern. Das muss ich mir aber jetzt nochmal anschauen. Ja. Oh. Ey, wenn du auspackst, dann gleich richtig. Ja, aller Liebelein, pass auf. Was macht der auch da? Wir haben doch Double File, oder? Ja. Guck mal. Ja, das So. kann ich jetzt gerade nicht gucken. Das gucken wir uns dann nochmal in Ruhe an jetzt, wenn ich mich von den Zuschauern Oh. verabschieden habe. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr dabei wart bei diesem chaotischen Rennen. Denken wir dann den Mantel des Schweigens drüber und freuen uns schon auf das nächste. Bis dahin würde ich mal sagen, macht's alle gut. Ciao. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich dazu sagen? Solche Tage gibt es eben auch. Da denkt man da lieber den Mantel des Schweigens drüber und freuen uns schon auf das nächste Rennen. Ich denke mal, ihr auch. Und würde mal sagen, ich verabschiede mich hier an der Stelle mal von euch. Macht's alle gut, bleibt gesund und vor allen Dingen uns treu. Tschüss. Oh, geil. Oh, ja.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.